Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Goldaktienindex GDX läuft weiter nach oben. Disclaimer. Goldaktienindex GDX läuft weiter nach oben. Der Goldaktienindex GDXJ läuft seit dem Backtest vom 15. Oktober weiter nach oben. Anleger werden wieder mutiger und sind offenbar der Überzeugung, dass hier in Zukunft bessere Renditen zu holen sind als in anderen Anlageklassen. Sobald das immer mehr Investoren erkennen, wird es kein Halten mehr geben und alle wollen dabei sein, so wie es immer in Bullenmärkten ist. Timing ist hier wie bei anderen Bodenbildung immer entscheidend. Je früher man einsteigt, desto umso besser. Also noch sind natürlich nicht die Anleger überzeugt, dass dieser Abwärtstrend bei Gold und Goldaktien zu Ende ist. Es kursieren immer noch Zahlen, es fällt auf 1200, sonst was. Aber wir haben einen Indikator, dass mehr oder weniger die Goldkorrektur vorbei ist. Das sind einfach die Goldaktien beziehungsweise auch der Goldaktien-Vergleichsindex Gold oder Hui-Gold-Indikator. Da ist einfach der Boden gefunden. Und so eben auch bei dem GDXJ, da ist der Boden gefunden. Und das sind einfach Anzeichen, dass Gold dann irgendwann auch nachziehen wird und dann sich über 2000 Dollar etablieren wird. Minen zeigen das etwas im Vorfeld an. Viele fallen nicht weiter, viele sind auch teilweise von den absoluten Tiefs um das Doppelte schon gestiegen und sind weiter im Auftritt. Das läuft noch sehr unübersichtlich. Es sind einzelne Minen, andere gehen auch noch runter. Es ist im Prinzip nicht wirklich erkennbar. Aber wenn man das doch genau beobachtet, dann sieht man, dass die Korrektur bei Goldaktien eindeutig vorbei ist. Sie noch etwas unentschieden jetzt in der Seitwärtsphase gehen und vermutlich in den nächsten Wochen ordentlich Speed kriegen und sich auch dann schnell verdoppeln können, gerade diese Penny Stocks Aktien. Also ich denke, wir stehen hier vom massiven Ausbruch und möglicherweise diese Goldaktien-Bullenmarktphase kann 6 bis 9 Monate dauern. Gold-Projektgenerator, Yukon, Kanada. 4,5 Millionen Marktkapitalisierung, Risikokasse Gamble, hohes Risiko. Die haben insgesamt 5 Projekte. Zum einen das Hotspot-Grundstück, das liegt im Whitegold-Distrikt in Nord-Ladue im Yukon-Territorium, 100 Kilometer südwestlich von Dawson City, 100 Kilometer nordwestlich auch das 5 Millionen Unzen Coffee-Lagerstätte von Newmont Gold Corporation, 12 Kilometer südwestlich vom Madison Creek Airstrip, 70 Kilometer nördlich von Highway 9. Hotspot ist eine neue, hochgradige Goldentdeckung in einem wenig erforschten Teil des Yukons. Territoriums. Liegt circa 25 Kilometer südlich von Fontana Cross, Kupfer, Molybden, Gold, Porphyrie-Lagerstätte, 360.000 Unzen, die derzeit von Keno, Freeport, McMoran Joint Venture erkundet werden. Diese Art Lagerstätten sind in der Regel gut mit Gold, Silber ausgestattet und erhalten 1 bis 10 Millionen Unzen Gold. Bohrprogramm 1,34 Gramm pro Tonne Gold auf 71,6 Meter einschließlich 7,72 Gramm Gold auf 6,09 Meter. Also das Hotspot, Sie sehen das hier auch auf der Landkarte unten. Also das ist wie gesagt Yukon und dieses Blaue dann in der Mitte ist der Yukon River, also der Yukon Fluss. Und Hotspot ist einer ihrer Territorien, das ich gerade erwähnt habe. Und das andere ist das 150 Quadratkilometer gute Territorium. Also alle, die so ein bisschen hellrot sind, sind auch, das sehen Sie auf der nächsten Seite nochmal. Also meiner Meinung nach liegen die einfach in einem äußerst interessanten Gebiet. Wir hatten ja gesagt, hier 100 Kilometer nordwestlich das 5 Millionen Unzen Coffee-Lagerstätte von Newman Gold Corp. Hier sehen Sie es mit diesen 5,1 Millionen, 1,5 Gramm. Interessant ist auch, dass hier das Riesenprojekt von Western Copper und Gold ist. 18 Millionen Unzen Gold, allerdings Low Gold, weil es in erster Linie ein Kupferunternehmen ist, aber trotzdem riesige Menge. Und dann hier ansonsten noch andere. Hier sehen Sie
White Gold mit 1 Million Unzen Gold auf 2,26 Gramm pro Tonne. Also sehr interessantes Gebiet und davon haben sie 5 Grundstücke und das bei einer Marktkapitalisierung von 4,5 Millionen. Sie sehen, hat auch im Grunde genommen alle seine Gewinne wieder abgegeben. Ähm, hat aber meines Erachtens einen Boden gefunden. Natürlich ist diese Risikostufe definitiv sehr hohes Risiko. Gamble, wir wissen nicht, was mit diesen Projekten passiert. Es kann auch verkauft werden oder kaputt gefahren werden, wie auch immer. Trotzdem ist auffällig, dass sie für diese geringe Marktkapitalisierung riesige Gebiete haben mit enormen potenziellen Mengen Gold drauf. Und ich das ja genau, diese Art Projekte versuchen wir zu identifizieren. Stellen Sie sich diese Riesenprojekte in einer Goldmania vor. Da kann das völlig anders aussehen. Und das sind die meines Erachtens dann langfristig in einem Goldboom das höchste Potenzial haben. Dann wird das einfach bewertet, was jetzt nicht bewertet ist im Prinzip. So, die anderen Grundstücke hier, das Lucky Strike, das hatten Sie gesehen, das war hellrot. Ähm, ja, im kanadischen Yukon-Territorium, auch im White-Gold-Distrikt, 90 Kilometer südlich von Dawson City, 350 Kilometer nördlich von Whitehorse, riesiges Landpaket mit einer Fläche von 150 Quadratkilometern und einer Länge über 30 Kilometern, Zufahren über die Zufahrtsstraße Coffee Mine von Newmont Gold, liegt im Herzen des White-Gold-Distrikts mit einer Gesamtressource von mehr als 6 Millionen Unzen Gold, die seit 2007, also in dem Distrikt, entdeckt worden sind. In unmittelbarer Nähe zu großen Goldlagerstätten und bedeutenden neuen Goldentdeckungen. 16 Kilometer von der Goldlagerstätte VJ, der White Gold Corporation, 230 Millionen Unzen und 15 Kilometer südlich der Goldanstelle Settle von White Gold Corporation, 1,4 hatte ich gerade gezeigt, 1,0 Millionen Unzen Gold, circa 20 Kilometer südlich der Goldentdeckung Vertigo und Titan der White Gold Corporation, 72,18 Gramm pro Tonne Gold auf 6,09 Metern und 23,44 Gramm pro Tonne Gold. Also absolut hochgradiges Gold. 20 Kilometer davon entfernt und dann 35 Kilometer nördlich der Lagerstätte Coffee Newmont Gold, 5,1 Millionen Unzen, hatte ich auch, ist ja auch, gilt auch für das andere Projekt, da waren es eben 100 Kilometer, 5 große Goldzonen, von denen bisher nur eine Zone durch Bohrung erprobt worden ist, Gesteinsproben mit bis zu 41,7 Gramm pro Tonne, also absolut hochgradiges Gold, kaum exploriert, nur ein Explorationsgebiet macht insgesamt 150 Quadratkilometer inmitten von etablierten Goldförderern und guter Goldexploration, meiner Meinung nach sehr interessant. Ähm, ja, das Balsei-Projekt, Landpaket mit 2300 Hektar, bestehend aus 112 Mineralien-Claims, unmittelbar in der Nähe zum Snack Airstrip, 22 Kilometer, also zu einer Verbindung ans öffentliche Verkehrsnetz. Das Grundstück Balsei grenzt an das Goldprojekt Wels von K2 Gold Corporation, Goldprojekt Wels an, 60 Kilometer südlich der 5 Millionen Unzen Goldlagerstätte Coffee von Newmont Gold Corp. Sie sehen, das ist alles rotiert quasi darum. Ja, Oberflächenschürfproben haben 9, teilweise bis zu 29 Unzen Gold gebracht. 1 Kilogramm Gold pro Tonne, absolut gigantisch. Es gibt Minenprojekte, besonders Kupferprojekte, wie ich ja auch gerade gesagt habe, die agieren mit 0,24 Gramm pro Tonne. Ich meine, sowas wird natürlich der Markt lieben, wenn wir eine Goldeuphorie haben und es kommen solche Ergebnisse. Das heißt, möglicherweise ist eben diese Aktie gerade richtig für starke Anstiege langfristig prädestiniert, weil wenn dann solche Meldungen, sage ich mal, in einem Goldboom reinkommen, was meinen Sie, wie die dann profitiert die Aktie momentan? Interessiert das keinen. Das muss man auch natürlich sagen. Hier die anderen Bohrproben, 0,76 Gramm pro Tonne Gold, über 97 Meter, 3,11 Gramm pro Tonne Gold auf 19,5 Meter und 5,71 Gramm pro Tonne auf 9 Meter. Das, ja, hier nochmal die Lage eben, hier westlich des Bundesstaates Yukon hier. Das Grundstück BRC ist aufgrund der Konzentration von GSR auf Plateau und des anhaltenden Erfolgs bei Lucky Strike noch weitgehend unerforscht. Es wird jedoch als sehr aussichtsreich angesehen. Also das ist in der Nähe von diesen
Lucky Strike Projekt, was ich auf der letzten Seite gezeigt habe. Bei Exploration im Jahr 2011 wurden zwei parallele Goldanomalien im Boden mit starken geophysikalischen Signaturen entdeckt, die sich nur 5 Kilometer ostnördlich von Kinross, Golden Sattel und Ark mit den 1,6 Millionen Unzen Goldlagerstätte befindet. Auf Golds Horse und King's Ransom, die beide 2007 vom GSR abgesteckt wurden, wurden bisher nur wenige Arbeiten durchgeführt. Aber beide ergaben positive Gold- im Boden-Anomalien, die als eine der besten Präindikatoren für die Entdeckung neuer Goldlagerstätten im White Gold District gelten. Ja, BRC hatte ich schon, das doppelt. Dann haben Sie noch ein, hier in der Mitte, Kupfer-Gold-Grundstück, Rehfield, 10.000 Hektar, ist ein hochwertiges Projekt mit unmittelbaren Explorationsmöglichkeiten und hat das Potenzial, ein bedeutendes Kupfer-Gold-Porphyry-System zu bilden. In einem gut etablierten Kupfer-Gold produzierenden Bezirk des Queensnel, Trott, British Columbia gelegen entlang des Trendes sind auch andere Minen, Kupferminen, das New Afton Mine, die Copper Mountain Mine, der Highland Valley Copper Mine und die Mount Polley Mine. Also auch im sehr etablierten Kupferabbaugebiet haben die einfach auch noch so, stellen Sie sich das einfach mal vor, die haben auch noch attraktive Kupferressourcen, riesige Goldgebiete, teilweise nicht exploriert und das Ganze kostet 4,5 Millionen. Unglaublich meines Erachtens. Das Projekt Eagle Mountain befindet sich in einer der produktiven in der Vergangenheit produzierenden Goldbezirk, der das benachbarte Projekt Cassiar, der Cassiar Gold AG beherbergt. 1 Million Unzen mit 1,43 Gramm pro Tonne Gold. Das Bergbaudistrikt Cassiar gilt als orogenes Goldlager mit einem geologischen Umfeld, das für große Goldlagerstätten innerhalb des Intermontangürtels des östlichen Kordillere günstig ist. Das Intermontanbelt beherbergt auch die Goldlagerstätten Pralone mit 4,2 Millionen Unzen Gold und Caribou mit über 4 Millionen Unzen Gold. Auch gigantische Aussagen im Grunde genommen, absolute Top-Namen, Cassiar Gold, absolut interessante Gebiete und da besitzen sie eben auch noch Gebiete. Schwer zu glauben, warum es so billig ist. Klar, die haben vielleicht irgendwelche Finanzierungsprobleme, geht im Baum nicht weiter, liegt mehr oder weniger brach, aber trotzdem absolut günstige Projekte im Verhältnis zu diesen Ressourcen. Einfach muss ich einfach mal die Fantasie laufen lassen, wo sowas vielleicht bei Gold 2400 steht. Und dann fließt meines Erachtens das Geld in diese Gebiete rein, wenn sie natürlich bis dahin durchgehalten haben und es nicht allzu lange noch dauert mit der Etablierung von Gold über 2000. Trotzdem ist es natürlich extrem hohes Risiko. Gamble nenne ich das ja im gewissen Sinne, aber ich meine, wenn wir vor dem Goldboom stehen, dann dürfte das attraktiv sein. Ist natürlich wie eh und je hier keine Kaufempfehlung, aber ich wollte Ihnen einfach mal hier die enormen Assets, die diese Firmen teilweise besitzen oder zumindest gepachtet haben, aufzeigen und das meiner Meinung nach vor einer stark inflationären Entwicklung. Das ist absolut nicht normal, dass die so günstig sind. Das müsste viel, viel höher sein. Und ich denke, das hat sich ausgestaut und wird sich ziemlich brutal in unsere Richtung entladen. Ja, so viel dazu. Goldaktienbullenmarkt 1970er Jahre. Ja, diese Zahlen haben uns ja sozusagen zu dieser Aktien gebracht. Ich meine, ähm, mit den Assets, warum soll sich diese Geschichte nicht wiederholen? Ich meine, damals ist dann Gold von 200 auf 850 gestiegen, hat eine Supermania ausgelöst. Aber Sie müssen wissen, und damals sind die Aktien eben von 15 oder 20 Cent eben auf 15, 20, 30, 40 Dollar gestiegen. Also aus 1000 Dollar konnte man gar nicht mal so selten eine Viertelmillion machen mit ein paar richtigen guten Goldaktien. Das gibt es natürlich nicht mit Vorheransage. Man muss es natürlich dementsprechend verteilen, beobachten, gute nachkaufen und vielleicht hat man dann am Ende ein paar davon drin und andere entwickeln sich so Mitte und einige auch gar nicht. Aber
wir brauchen nur ein oder zwei Volltreffer sozusagen und deswegen muss es meiner Meinung nach auch verteilen. Und ja, deswegen diese Frage hier, was kann man jetzt noch tun? Penny Stocks mit großen Ressourcen kaufen, wie Sie gerade gesehen haben. So, und wenn wir dann in den Goldboom kommt, dann wird das überhaupt bewertet, was jetzt gar nicht bewertet ist. Und jedenfalls hier, Sie sehen diesen Goldboom in den 1970er Jahren, Goldaktienboom, da war das genau so. Und das kommt gar nicht so selten vor. Gold muss gar nicht so viel steigen, dass einige Goldaktien exorbitant sich entwickeln. Also, und das ist das Interessante. Also ich denke, wenn jetzt zum Beispiel Gold einfach um 40% steigt auf 2400 oder so oder 2300, ähm, das ist eigentlich nichts, das fällt gar keinem auf, im Grunde genommen, wer jetzt nicht täglich auf den Goldmarkt guckt. Aber für Minen bedeutet das alles von dieser Unterbewertung. Das können Sie sich ja selbst vorstellen, dass in diesen Penny Stocks Aktien, dass die zumindest mit dem Niveau in jedem Fall über $1 im Schnitt sind von dieser Art, wenn nicht irgendwo bei 2, 3, 4 oder $5. Das muss man dann sehen. Ich meine, die ganz hohen Preise zaubert nachher diese sogenannte Mania. Das ist dann, wenn die Leute verrückt werden, wirklich jeder positiv ist, jeder rein will. Und den Leuten müssen wir nachher diese Penny Stocks verkaufen. So einfach ist das. Ja, 1000 Becker Report. Ähm, Das sind Goldaktien, diese Goldaktien in moderaten, hohen und sehr hohen Risiko sortiert. Zum einen, zum anderen versuche ich eben diesen Potenzialfaktor aus der Marktkapitalisierung, Anzahl der Unzen, Grad des Goldes, Länderrisiko zu machen, um einfach um die untereinander besser vergleichen zu können. Also um das Wievielfache steigt vermutlich diese Aktie, wenn Gold 2500 ist. Das habe ich mal so einen fiktiven Wert mal vergesetzt. Da haben wir eine Goldaktienmania, wenn das erreicht ist. Eine massive Überbewertung so. Und das ist dann eine Abschätzung, um wie viel denn solche Aktien steigen können. Eine Exit-Strategie ist auch mit bei und auch einen Portfoliovorschlag stelle ich Ihnen gerne zusammen, persönliche Beratung, wenn das für Sie interessant ist. Finden Sie alles verlinkt unten im YouTube-Video. Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Ja, das erwähne ich deshalb, dass man einfach eine Alternative, sage ich mal, zu den Gold- und Silbershops haben kann. Sie können da jede beliebige Summe da überweisen. Sofort ist es ein Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist es verkaufen. Nur, dass man einfach vielleicht eine Alternative vielleicht zu den Edelmetallhändlern hat und ohne große Probleme an größere Mengen Gold und Silber kommt. Genau, natürlich, wenn man physisches Metall kauft, auf keinen Fall, weil es gibt so viele Leute, die auf YouTube etc. Werbung machen und dann die Lösung soll dann Silber kaufen sein und dann haben sie aber überteuerte Ware. Das ist total kontraproduktiv. Man muss die günstigste Ware kaufen, wenn es irgendwie möglich ist und dazu dient eben so ein Vergleichsportal. Nützliche Informationen und Kontakt, also mit welchem Broker kann man zum Beispiel in der EU arbeiten, mit welchem in der Schweiz, wo kann man Edelmetalle langfristig einlagern in der Schweiz oder Liechtenstein, ja, Langfristcharts von Gold, Silber, Uran und anderen wichtigen Rohstoffen, Goldaktienchart, der Index, GDX und GDXJ, den ihr heute erwähnt habt, der Hui-Gold-Index, Goldaktien-Gold-Ratio, also die Ratio zwischen Goldaktien und Gold, Buch über Goldaktienbewertung, wo kauft man am günstigsten Edelmetall generell, das hatte ich schon erwähnt, weitere internationale Goldaktienseiten, die COCA, da werden eigentlich alle diese Aktien intensivst diskutiert. Dann weitere Informationen hier, Kontakt zu guten Chartisten, also Analysten, Videos von Experten wie Uwe Bergold und so immer sehenswert. Wenn Sie generell Fragen, Zustellungsprobleme oder Anregungen haben, kontaktieren Sie mich einfach auf der angenehmen Rufnummer. Sobald ich Zeit habe, würde ich mich dann bei Ihnen wieder melden, Sie versuchen zu erreichen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren. Wenn Ihnen das Video soweit gefallen hat, vielleicht die Glocke betätigen. Ja, nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.